Stellt euch vor, Restaurant, Italiener, Nudeln. Nun dreht sich euer Tischnachbar zu euch um und fragt euch, hey, könnte ich vielleicht die Soße haben? Keiner von euch würde ihm den Ketchup geben. Also, heutiges Thema, warum zur Hölle nennen Leute Ketchup eine Soße und was ist es wirklich? Jetzt sind da draußen bestimmt Leute, die sagen, ich würde Ketchup niemals Soße nennen. Schön für dich, aber ich habe die Zahlen. Also, 2 Testgruppen habe ich erstellt. Gruppe 1 ist Ketchup Soße. Gruppe 2 ist Ketchup Soße. Ich dachte mir, diese Soße wird öfter als Art Bratensoße gesehen und diese Soße eher als Art Grillsoße. Also, ich habe 50 Leute befragt, jeweils 25 pro Gruppe. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Es gibt keinen Unterschied. Okay, was können wir da rauslesen ansonsten, außer dass es keinen Unterschied gibt zwischen Soße und Soße? Also die Mehrheit sieht Ketchup als Soße, ja, okay. 60% sagen, Ketchup ist eine Soße, egal welche Schreibweise. 40% sagen, Ketchup ist keine Soße. Um nochmal auf die Umfragen einzugehen, ich konnte nicht alle Leute, die ich befragt habe, mit reinnehmen in die Umfrage, weil manche haben gegoogelt davor und auf Wikipedia nachgeschaut, was Ketchup ist. Also, machen wir doch erstmal das Gleiche, um zu gucken, was die anerkannte Meinung ist auf Wikipedia. Ketchup. Schon mal vielversprechend. Ketchup ist eine Würzsoße. Jetzt verstehe ich, was Lehrer immer meinten mit Wikipedia ist keine Quelle. Das ist kompletter Blödsinn. Ketchup ist keine Soße. Und wir werden heute rausfinden, warum nicht. Um meinen Hauptpunkt zu verstehen, müssen wir uns ganz kurz mit der Geschichte des Ketchup befassen, um genauer zu sein mit der Namensherkunft. Eine Theorie beginnt bei der britischen Kochbuchautorin Elizabeth David. Sie hat damals das Wort Cabbage genommen und daraus das heutige Wort Ketchup gemacht. Allerdings hat sich eine Meinung weiter durchgesetzt als die anderen. Und zwar, dass das Wort Ketchup aus dem südostasiatischen Raum kommt, des heutigen Vietnam, und das Wort Ketchup im Ursprung nach Europa kam und anglisiert wurde zu Ketchup. Doch was bedeutete das Wort Ketchup im Ursprung? Dafür habe ich einen Experten eingeladen. Und zwar hatte er seine eigene Kochshow auf YouTube und hat extra seinen Stream unterbrochen, um mir einige Fragen zu dem Thema zu beantworten. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Hallo Herr Moggi. Okay, hi. Also Sie haben ja durch Ihre Kochshow schon einige Erfahrungen mit Ketchup gesammelt, ist das richtig? Nein. Könnten Sie mir vielleicht etwas über die Geschichte des Ketchup erzählen? Ursprünglich waren es vergorene Fische und dann im Mittelalter, als die Westen ankamen, weil sie darauf weniger Zugriff hatten als die Asiaten, haben sie eher Pilze rausgemacht oder was auch immer, wonach auch immer ihnen der Sinn stand, und dann irgendwann wurden Tomaten noch daraus. Würden Sie sagen, dass der Ketchup heute nicht mehr dem ursprünglichen Ketchup entspricht? Ketchup hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ich erkenne gar nicht mehr wieder Ketchup, ehrlich gesagt. Und um wieder zum Thema zurückzukommen, würden Sie sagen, dass Ketchup eine Soße ist? Wenn wir von richtigen Soßen reden, ich meine, setzt eher voraus, dass man darin irgendwas gekocht hat oder so, aber Ketchup ist einfach nur Tomate mit Zucker. Wir haben den Experten gehört. Ketchup ist keine Soße. Und damit ist die Frage des Videos beantwortet. Vielen Dank. Aber ich konnte nicht aufhören, drüber nachzudenken. Das war das Problem. Ketchup, es war eine Fischsoße. Sie kam nach Europa, der Name wurde übernommen, die Inhaltsstoffe wurden verändert. Aus einer Fischsoße wurde Tomatenketchup. Das ist es. Alle haben recht. Leute, die sagen, Ketchup ist eine Soße, haben recht. Und Leute, die sagen, Ketchup ist keine Soße, haben auch recht. Der Name wurde übernommen. Das, was daraus gemacht wurde, ist was komplett anderes. Ketchup aus Südostasien ist eine Soße. Ketchup aus Europa ist keine Soße. Ketchup ist kein Ketchup. Aber was ist Ketchup dann? Hier müsste ich darauf hinweisen, wie ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin. Und zwar dank eines Auszuges aus einem Mystery Dungeon Let's Play aus 2016 von
Mythos of Gaming, der eben gerade das Interview geführt hat, zusammen mit Johnny und Full Life Games. Und da hat Johnny Folgendes gesagt. Hi, ich bin Johnny aus 2020 und ich soll angeblich damals in Pokémon Mystery Dungeon mit Moggy und Fully gesagt haben, wo wir bei Tomaten sind, wusstet ihr, dass Ketchup ein Smoothie ist? Es ist ja im Prinzip nur pürierte Frucht. Ich verbeuge mich. Das ist auch ein schöner Anfang für diese Fragestellung. Dieses Thema ist einfach so oft aufgekommen in meiner Recherche. Ketchup wird püriert und kalt serviert. Genauso wie ein Smoothie. Pürierte Früchte werden kalt serviert, zu Verzehr. Haben auch die gleiche Konsistenz ungefähr. Und das ist anscheinend so ein relevantes Thema, dass es unglaublich viele Tweets dazu gibt. Ich werde jetzt für die nächsten paar Sekunden hier oben mal jede Sekunde einen neuen Tweet einblenden. Es ist so relevant, dass unglaublich viele Videos dazu gemacht wurden. Animierte Videos. Videos von irgendwelchen random Twitch-Streamern, die über 60.000 Aufrufe haben. Videos von kleinen YouTubern, die gar keine Aufrufe haben. Call of Duty Commentary. Wir haben sogar Videos von den New York Yankees und von der Kirche. Also irgendwer muss sich diesem Thema wirklich mal annehmen, denn das kann so nicht weitergehen, wenn selbst die Kirche einschreitet in dieses Thema. Also, ist Ketchup ein Smoothie? Nein. Ketchup wird gekocht, Smoothies nicht. Und das reicht schon als Begründung, um alle Tweets, die hier oben sind, einfach zu vernichten. Und auch dich, Kirche, ich sehe dich. Möchte ich nicht in meine Probleme ein. Ihr seht, die Meinung ist sehr verbreitet. Hauptsächlich, weil Leute einfach im Internet irgendwas lesen und dann, ohne sich zu informieren, einfach weiter das verbreiten. Ketchup ist eine Flüssigkeit aus Tomate zusammen mit Zucker. Also, ich habe eine Liste erstellt mit Sachen, die darauf zutreffen und diese werden wir zusammen durchgehen. So, hier haben wir es. Unsere 10 Dinge, die ich einordnen konnte in die Liste von, die sind fruchtig und süß. Ein paar davon sind schon mal offensichtlich nicht ganz so intelligent. Der Smoothie zum Beispiel, den hatten wir schon widerlegt als Ketchup. Dann machen wir dich mal ab. Tschüss, Smoothie. Elimination Nummer 1. Brause hat Kohlensäure. Auf Wiedersehen. Elimination Nummer 2. Sportgetränke haben meistens noch andere Zusätze, irgendwelche Vitamine manchmal, die alle nicht in den Ketchup reinkommen. Und Wiedersehen. Eliminierung Nummer 3. Eine meiner Lieblinge, der Dip. Als ich die Umfrage gemacht habe von Soße und Soße, habe ich von vielen Leuten die Anfrage bekommen, ob Ketchup nicht ein Dip sei. Dazu eine ganz kurze Geschichte. Nein! Dip ist doch keine Klassifizierung. Dip ist eine Art des Servierens. Wenn du etwas neben dir stehen hast, in einer kleinen Schüssel, meinetwegen Ketchup, dann ist Ketchup ein Dip, richtig? Aber sobald du diesen Dip, diesen Ketchup in dieser Schüssel über dein Schnitzel machst, ist es doch kein Dip mehr. Dann ist es mehr oder weniger eine Soße. Oder? Der Dip ist keine Klassifizierung. Tschüss. Eliminierung Nummer 4. Die Brühe. Brühe entsteht, wenn du Wasser kochst mit anderen Dingen zusammen und das Wasser dann den Geschmack der Sachen annimmt, die du darin kochst. Ketchup wäre also nur eine Brühe, wenn du Wasser kochst und darin Tomaten kochst und das Wasser dann den Tomatengeschmack annimmt und du das Wasser dann als Ketchup verkaufst. Nicht ganz die Art der Herstellung, aber okay, Brühe, du bist raus, sorry. Eliminierung Nummer 5. Das Gelee. Beim Gelee kommt es auf den Zucker an. Gelee kommt aus dem Lateinischen vom Wort galare und heißt erstarren. Und meistens wird Gelee aus Fruchtsaft hergestellt oder aus einem Konzentrat. Und das trifft nicht auf alle Ketchup-Sorten zu. Deswegen, tschüss Gelee. Ich habe die Konfitüre-Verordnung gelesen von 2003. Ich habe sie sogar hier liegen. Und darin steht etwas über Gelee drin. Und zwar, dass in Gelee extra keine Tomaten verarbeitet werden dürfen. Es ist speziell aufgeführt. Sorry, das war's schon mal nicht. 3 Dinge sind übrig. Konfitüre extra, Konfitüre, Marmelade. Was ist Ketchup? Und die Antwort erfahren wir nach der Werbung. Ich hab Durst. Ich trinke Wasser. Jetzt neu im Handel.
Wasser. Und dafür haben wir unterbrochen? Trinke. Wasser trinken. So eine Scheiße, ich mach die Auflösung. Die Antwort ist Konfitüre. Marmelade darf nur aus Zitrusfrüchten hergestellt werden. Alles, was keine Zitrusfrüchte in hat, ist keine Marmelade. Man darf sie nur so nennen. Laut Verordnung. Auf Wochenmärkten, aber nicht zum Großvertrieb. Und Konfitüre extra darf nicht mal irgendwie etwas mit Tomaten beinhalten. Also, Konfitüre. Du bist der Gewinner. Ketchup ist Fruchtmark mit Zucker, püriert zu einer streichbaren Masse. Es erfüllt mit Bravour alle Kriterien, die eine Konfitüre haben muss. Ketchup ist eine Konfitüre. Hi, ich bin's, der Typ aus dem Video. Ich habe über 3 Monate lang versucht, dieses Video auf die Beine zu stellen. Ich habe recherchiert, ich habe geschrieben, ich habe mit Leuten geredet darüber. Ich habe wirklich viel zu viel gemacht. Ich habe eine Softbox gekauft, um am Ende dieses verdammte Thema abschließen zu können, dass Ketchup eine Konfitüre ist. Und ich bereue keine Sekunde davon. Ich bedanke mich bei allen, die geholfen haben. Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben über all die Zeit, die mir weiterhin zugeredet haben, dass das ein gutes Video wird. Ich finde, es ist ein gutes Video geworden. Ich bin sehr zufrieden mit mir und sehr stolz auf mich. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch und würde mich sehr über Feedback freuen, weil es mein erstes Video war. Auf Wiedersehen.